Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie ihr Daten aus anderen Programmen als durchsuchbare PDF-Dateien in OneNote einbetten könnt. Was ihr dazu wissen müsst, ist, dass OneNote bei der Installation einen Druckertreiber mit installiert, der sozusagen die Basis für diesen Vorgang ist. Dieser Druckertreiber, der kann ganz normal über Dateidrucken ausgewählt werden. Da müsst ihr mal schauen, wie der bei euch heißt, je nach OneNote-Version, die ihr installiert habt oder die ihr vielleicht auch installiert hattet. Heißt der OneNote Desktop oder OneNote für Windows 10 oder auch Send to Microsoft OneNote 2016. Und da müsst ihr mal ausprobieren, welcher dann genau der richtige ist. Die zweite Variante wäre direkt in OneNote über Einfügen Dateiausdruck, aber auch da wird dieser Druckertreiber im Hintergrund verwendet. Und die dritte Variante ist über Kopieren und Einfügen aus dem Windows Explorer heraus. Und was dabei passiert ist, dass eine PDF-Datei in OneNote eingebettet wird, die dann dort auch durchsuchbar ist. Also das heißt, alles, was ihr auch per Drucken aus dem Drucker rausbekommen könntet, könntet ihr genauso auch als PDF-Datei in OneNote einfügen. Und ich zeige euch jetzt mal den ersten Weg hier in dieser PowerPoint-Datei. Und zwar wähle ich den Befehl Datei drucken und wähle dann den Druckertreiber OneNote Desktop aus, gehe auf Drucken. Und es kann jetzt sein, dass OneNote automatisch in den Vordergrund kommt. Es kann aber auch sein, dass es wie bei mir ist. Da blinkt hier unten das OneNote-Symbol, da klicke ich drauf. Dann kommt OneNote in den Vordergrund. Und jetzt kann ich auswählen, in welchem Notizbuch ich in welchen Abschnitt diesen Ausdruck jetzt übernehmen möchte. Ich nehme mal den Abschnitt Beispiel, bestätige mit OK. Und ihr seht, jetzt wird hier eine neue Seite, Ausdruck angelegt, die hat auch diesen Namen und da ist die Folie jetzt als PDF-Datei mit drin. Und die kann ich jetzt hier noch benennen, zum Beispiel Daten als durchsuchbare PDF einbetten. So, das war der erste Weg, über Datei drucken. Der zweite Weg funktioniert so, ich lege hier eine neue Seite an, die benenne ich zum Beispiel mit Einfügen Dateiausdruck. Das ist nämlich der Weg hier. Einfügen Dateiausdruck und wähle die Datei aus, bestätige mit Einfügen. Damit wird die Datei aufgemacht, wenn sie nicht offen ist, mit dem Druckertreiber gedruckt. Vielleicht kommt damit die Anwendung auch in den Vordergrund und OneNote in den Hintergrund. Deshalb blinkt das hier unten, da klicke ich wieder drauf. Und wenn OneNote wieder im Vordergrund ist, sehe ich, ah ja, das war der Text, den ich als Titel eingegeben habe. Und hier ist meine PDF. Und diesmal ist die Datei auch als Anlage mit beigelegt worden. Ich werde euch nachher noch zeigen, was das für Vorteile bringt. Der dritte Weg ist dann, ich lege nochmal eine neue Seite an und nehme jetzt die Variante aus dem Windows Explorer. Das heißt also, ich wechsle in den Windows Explorer, markiere dort die Datei, kopiere sie, gehe wieder in OneNote und in OneNote füge ich jetzt über STRG V diese Datei ein. Ich habe jetzt die Möglichkeit Datei anfügen, Ausdruck einfügen. Ausdruck einfügen kennt ihr schon, deshalb zeige ich euch gerade mal, was passiert, wenn ich Datei anfügen nehme. Damit wird erstmal nur die Datei angefügt. Und wenn ich jetzt nachträglich aus dieser Datei noch einen PDF-Ausdruck hier einbetten möchte, dann kann ich einfach mit der rechten Maustaste draufklicken, als Ausdruck einfügen wählen, mit OK bestätigen. Jetzt wird nämlich die Anlage geöffnet, dann wird hier kurz der Druckertreiber sichtbar und jetzt ist zusätzlich zu der Anlage auch noch die PDF-Datei hier sichtbar. Und wenn ihr euch jetzt mal über einen Rechtsklick auf die Anlage anschaut, was da noch so steht, dann seht ihr, ihr könntet jetzt hier auch einen Link zum Original kopieren oder das Original öffnen. Ihr könnt den Ausdruck als Ganzes direkt entfernen, also zum Beispiel Ausdruck entfernen, dann ist der wieder weg oder Rechtsklick als Ausdruck einfügen. Okay, dann ist er wieder da. Und ihr könntet Ausdruck aktualisieren. Ihr könntet diese PowerPoint-Datei auch aufmachen, verändern und dann den Ausdruck aktualisieren. Das mache ich jetzt nicht.
Aber das könnt ihr gerne mal ausprobieren und mal schauen. Vielleicht gibt es Anwendungsfälle, wo euch das weiterhilft. Jetzt hatte ich noch gesagt, dass diese PDF-Datei durchsuchbar ist. Deshalb gehe ich jetzt mal hier oben noch hin und gebe zum Beispiel mal Druckertreiber ein. Und dann seht ihr Windows Explorer, das war die letzte Seite, die ich verwendet hatte. Das ist ein Treffer. Dann sieht man Einfügen Dateiausdruck, da haben wir den Treffer. Daten als durchsuchbare PDF einbinden, da haben wir den Treffer auch. Also aus jedem Programm, nicht nur Microsoft-Programmen, könnt ihr über Datei drucken oder wenn es eben Dateien sind, die auch über Einfügen Dateiausdruck oder über den Windows Explorer kopieren, einfügen, hier mit rübernehmen. Probiert es aus, schaut, was ihr für Anwendungsfälle habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare eure Fragen. Ich freue mich von euch zu hören. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch oder abonniert den Kanal. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Arno.